Hallo, hier ist der Lou. Ich begrüße euch zu einem neuen Video und ihr werdet es sehen. Diesmal geht es um ein technisches Video und zwar um diese schöne kleine süße Box von Bose, SoundLink Mini 1. Da hat sich der Akku verabschiedet hier. Habe ich mir bestellt bei Amazon und ja, den möchte ich jetzt auswechseln. Hier gibt es einiges zu beachten. Es gibt nicht noch eine ähnliche Box, die sieht genauso aus als die SoundLink Mini 2. Ich sage euch aber die Unterschiede. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Akku hier austausche, dann bleibt einfach dran und dann geht's weiter nach dem Intro. Ja, es ist gut zu erkennen, wir sind jetzt im Internet und zwar bei Amazon. Ich habe jetzt mal die Seite aufgerufen. Hier ist der Akku für diesen Bose SoundLink Mini 1. Wichtig ist Mini 1 hier. Und hier sind nochmal die Nummern. Daran kann man erkennen, ob man richtig ist. Hier nochmal zu sehen, es gibt zwei. Das ist der Mini 1 hier und das ist der Mini 2. Die Unterschiede sage ich euch nochmal am Schluss des Videos. Hier sieht man nochmal die Akkus im Einzelnen. So, das Auswechseln ist relativ einfach. Wichtig ist, dass man hier ein spezielles Werkzeug braucht und Torx-Schlüssel, sonst würde man die Schrauben kaputt machen. Aber das sehen wir dann gleich. Also fangen wir jetzt an, unsere kleine Bose-Box aufzuschrauben. So, ich habe hier mal den Tisch hier aufgebaut und dann filme ich euch jetzt mal die einzelnen Teile und wie das jetzt funktioniert mit dem Austauschen des Akkus. Ja, kommen wir jetzt kurz zu den Einzelheiten. Also hier nochmal die Box. Hier nochmal ganz interessant zu wissen, an der Ladebuchse kann man erkennen, dass es die SoundLink Mini 1 ist. Die SoundLink Mini 2, die hat hier einen Micro-USB-Stecker oder Buchse, besser gesagt. Und man kann auch hier erkennen, dieses AUX bei der Mini 2 ist es etwas anders. Da steht, glaube ich, ein Bluetooth-Zeichen. Kann ja nicht viel sehen. Schauen wir mal rein. Dann sieht man mehr. Okay. So sieht das aus. Mal zu den Daten hier. Das ist das Wichtigste. 061384. Das wäre meine. 7,4 Volt. 2900 Milliampere-Stunde. So, ja, das war es eigentlich schon. Hier die Schrauben. Da brauchen wir dann einen Torx-Schlüssel. Gehen wir jetzt hier zu der Box. Muss man hier hinten öffnen. Das wird relativ einfach sein. Und hier. Und diese Schrauben, sieht man ja schon, das sind Torx-Schrauben. Da braucht man jetzt einen speziellen Schraubenzieher oder Steckschlüssel. Und den holen wir uns jetzt. Jetzt probieren wir es mal, ob wir es rauskriegen. Ja, es geht raus. Und schon ist das Problem gelöst, möglicherweise gleich. Da sind so Zungen und da sind die Verbinder. Also hier muss nichts gelötet werden, nur gesteckt werden. Das ist der alte. Und jetzt der neue. Und schon passt. Jetzt schauen wir zusammen und dann probieren wir es aus. So, die Schrauben sind wieder drin. Ging allerdings ein bisschen schwer rein. Also wenn das nicht klappt mit dem kleinen Schraubenzieher, braucht man wahrscheinlich ein bisschen was Größeres. Aber jetzt hat es in dem Fall geklappt. So, also wieder hier schön zumachen hier. Einfach nur zudrücken. So, das passt dann. Und jetzt kommt der spannende Augenblick. Und man sieht, er blinkt, also er lädt. Schon mal positiv. Okay, hat verbunden. Dann machen wir mal einen Test. Also hört den Sound. Also echt perfekt. Also hier sieht man nochmal die Möglichkeit SoundLink Mini 2
abzudaten mit einem Akku. Hier ist natürlich viel aufwendiger. Hier wird eine Platine mitgeliefert. Beim anderen Anbieter muss man löten. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, was man alles beachten muss. Man muss auch gegebenenfalls ein Software-Update machen. Ist auch wesentlich teurer. Also es ist schon ein relativ großer Aufwand. Da sollte man schon über einige Bastelerfahrung verfügen. Ja, hier gibt es nochmal ein paar gute Hinweise, dass man nichts falsch bestellt. Und hier nochmal weitere Anbieter, teilweise günstiger, teilweise ja, günstiger kann man sagen. Bis zum Akkuwechsel insgesamt. Ja, das war nochmal das Thema SoundLink Mini 2. Schade, dass Bose diesen Weg gegangen ist. Weniger hin zur Kundenfreundlichkeit, zur Servicefreundlichkeit, mehr zur Wegschmeißphilosophie. Ja, leider. Da muss man sich schon überlegen, ob man den SoundLink Mini 2 updaten will oder ob es wirtschaftlich möglicherweise sich nicht mehr lohnt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen, Liken nicht vergessen und hier nochmal einen Sound von der Bose Box. Bis zum nächsten Mal, euer Lou.